Das hier ist ein Fahrrad. Es hat mich genau 10 Euro gekostet. Und heute muss es 100 Kilometer durchhalten. Die Frage ist nur, schaffen das Rad und ich das? Fahrräder sind in den letzten Jahren verrückt teuer geworden. Carbonrahmen, elektrische Schaltungen, Bremsen, die so viel kosten wie mein letztes Auto. Ich frage mich, braucht man das alles wirklich? Oder kann man auch mit dem billigsten Fahrrad eine lange Tour schaffen? Und da war es. 10 Euro, ohne Hightech, inklusive Rost. Die Geometrie ist einsteigerfreundlich. Da muss man kaum das Bein heben. Der Rahmen steht da wie aus einem einzigen Stahlblock gemeißelt. Unerschütterlich, kompromisslos, schwer. Die Sechsgangschaltung ist kein bloßes Bauteil, sondern ein kleines Kunstwerk der Schlichtheit. Der Gepäckträger, so flexibel, dass er vom Einkaufskorb bis zur halben Campingausrüstung alles schultert. Die Bremse? Nun ja, sie bremst nicht nur, sie kommentiert den Vorgang auch lautstark. Der Dynamo allerdings, der bremst fast mehr als die Bremse selbst. Und die Schutzbleche? Echtes Blech, so ehrlich und robust, dass sie wahrscheinlich noch überleben, wenn der Rest des Rades längst Geschichte ist. Es ist 7 Uhr morgens und es liegen 100 Kilometer vor mir. Aber das Fahrrad hat keinen Getränkehalter. Aber hey, ich bin motiviert. Das Fahrrad ist schwer wie ein Panzer, aber ich habe trotzdem schon die Endgeschwindigkeit erreicht, trotz kalten Beinen. Ist auch kein Wunder, vorne ist ein relativ kleiner Kranz. Und hinten sind gerade mal 6 Gänge. Mehr jetzt schon am Anfang. Die Sitzposition und ich werden keine Freunde werden. Ganz ehrlich, 10 Euro für ein Fahrrad, das ist fast billiger als ein Tagesticket bei der BVG. Und man kommt vorwärts. Jetzt geht's rund. Eisenschwein gegen Autobahnbrücke. Man merkt schon das Gewicht vom Fahrrad. Jetzt geht's bergab. Jetzt holen wir mal den Hyperspeed raus. 6. Gang und los geht's. Aber man kann auch für 10 Euro Spaß haben. Juhu. An der Stelle vielleicht noch ein kleiner Sicherheitshinweis. Ich habe vor der Fahrt alle Schrauben geprüft, geguckt, ob alles leichtgängig ist, ob die Bremsen funktionieren und gut eingestellt sind. Von der Seite habe ich irgendwie eine halbe Stunde investiert. Aber diese waren es mir wert für meine Sicherheit. Ungefähr bei 7 Kilometern
Und jetzt fängt sich gerade an, die Schaltung aufzulösen, beziehungsweise das Gummi von der Schaltung. Mal gucken, wie lange der noch hält. Das letzte Drehen an der Schaltung war einer zu viel. Jetzt ist er ab. Ich schmeiß den Rest mal weg. Den Mülleimer natürlich. Okay, Hände sind jetzt noch dreckiger als zuvor. Aber Schalten geht mit ein bisschen Kraftaufwand noch. Die ersten 10 Kilometer liegen hinter mir. Und das Einzige, was ich bis jetzt vermisse, ist noch mal vielleicht ein extra Gang mehr für mehr Geschwindigkeit und mein Getränkehalter. Ich muss ja schon zweimal anhalten, um was zu trinken. Das wird besser gehen. Ich habe hier aber noch nicht mal eine Halterung gesehen am Fahrrad, wo man direkt dann anschrauben kann. Aber mit Kabelbindern oder Ähnlichem geht es bestimmt auch. Bei dem Gebimmel von der Klingel kommen glatt weihnachtliche Gefühle. Danke. Ja, ich schone mich hier nicht. Ich gebe das. Die ersten 20 Kilometer liegen hinter mir. Gefühlt waren schon 40. Also wer sein Training mit dem Fahrrad ein bisschen effizienter gestalten will, kauft sich einfach ein altes, schweres Fahrrad. Kann man richtig schön treten. Das Schalten habe ich mittlerweile aufgegeben. Ihr dreht einfach an der Ampel rein wie die Radrennfahrer. Wie in der Beinpresse. Einfach treten, treten, treten. Ja. Also auch wenn das Fahrrad nicht nach Turbo aussieht, aber eine Turbobanane muss sein. Ich komme einfach nicht auf meine normale Reisegeschwindigkeit. Dafür ist das Fahrrad einfach nicht gebaut. Und ich trete schon schnell. Und ich versuche dran zu bleiben. Geht aber nicht. Mir fliegen fast die Beine um die Ohren. Das halte ich doch nicht lange durch. Als ich losgefahren bin, hätte ich gedacht, mein Po wird mir am meisten Probleme machen wegen dem Sattel und der Sitzposition. Aber ist gar nicht so. Dadurch, dass sie die ganze Zeit reindreht in die Pedale, als wäre ich in der Beinpresse, hat mein Po gefühlt gar keinen Kontakt mit dem Sattel. Anstrengend. Ich glaube, jetzt weiß ich, wie sich E-Bike-Fahren anfühlt, wenn der Akku alle ist. Ich würde so gern was trinken, möchte aber auch nicht anhalten. Ah, so ein Getränkehalter ist echt wichtig und praktisch. Ah, Krampf in den Zehen. Ist mir ja noch nie passiert. Verrückt. Das, obwohl ich Magnesium heute Morgen genommen habe. Naja. Jetzt geht's wieder. Weiter geht's. Also, wie gerade schon gesagt, Krampf hatte ich ja noch nie in den Zehen beim Fahrradfahren.
Man merkt schon, dass ich hier echt stark treten muss im Vergleich zu meinem Gravelbike. Und trotzdem sehr langsam unterwegs bin. Aktuell liegen 40 Kilometer hinter mir. Es ist anstrengend. Kein Vergleich zu meinem Gravelbike. Echt erstaunlich. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das Fahrradgewicht so eine große Rolle spielt. Weil mein Gravelbike ist jetzt nur 6 Kilo leichter als mein altes Mountainbike. Hat man schon ein bisschen gemerkt. Aber gefühlt gibt das Fahrrad hier einfach eine Tonne mehr. So, und weil ich heute ein paar extra Kilometer brauche, fahre ich mal einfach wieder ein Stück vom Mauerweg. Dann kriege ich meine Kilometer zusammen auf dem Weg nach Hause. Außerdem ist es wunderschön hier. Ich bin neulich ja erst den Mauerweg gefahren, die 160 Kilometer einmal um West-Berlin rum mit meinem Gravelbike. War echt eine schöne Tour. War auch nicht ganz so anstrengend, weil es einfach mit dem Gravelbike gut läuft und wir uns genug Zeit mitgenommen haben. Aber ich glaube, man könnte in der Tat sogar so eine lange Tour mit dem Fahrrad hier fahren, wenn man sich mehr Zeit mitnimmt und die passende Kondition hat. Weil es ist schon anstrengend, das Treten hier mit so einem Fahrrad. Es ist kein Wunder, dass viele Leute, die so eine Bauform haben, beziehungsweise so ein älteres Fahrrad haben, nicht so schnell auf der Straße sind wie andere. Macht trotzdem Spaß, man kann die Natur genießen, den frischen Wind. Echt toll. Kilometer 60. Hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass man mit einem 10-Euro-Fahrrad von eBay überhaupt 60 Kilometer schaffen kann. Das ist schon cool. Kilometer 70 und Gegenwind. Das wird schon ganz schön anstrengend hier. Ui. Man rutscht ständig auf den Sattel hin und her, weil der nicht gut eingestellt ist und die Knieposition nicht passt. Stelle fest, dass die Kette immer lauter wird. Ich glaube, damit hat die auch nicht gerechnet, dass sie heute über 70 Kilometer fahren muss. Also Langstrecke ist definitiv nicht die Stärke von diesem Fahrrad. Dafür ist es einfach viel zu schwer, hat zu wenig Länge. Und die Bauform passt dazu auch nicht so richtig. Kilometer 80. Meine Beine brennen und haben keine Lust mehr. Und ich glaube, das Fahrrad braucht dringend ein dampfendes Ölbad. Da quietscht und knatscht jedes Lager. Die sind spätestens jetzt trocken, wenn sie nicht vorher schon trocken waren. Also am besten, wenn man ein günstiges Fahrrad kauft, nochmal einen Tropfen Öl überall rein. Das kann nicht schaden. Und mit dem Fahrrad hier bergauf, da braucht man ein bisschen mehr als Charakterstärke. Da braucht man echt viel Willenskraft und viel Leidensfähigkeit. Hey. Kilometer 90. Irgendwie fühlt es sich an, als hätte ich mich massiv verfahren und bin schon bei Kilometer 180. Ui. Also wie schon mal gesagt, wer sein Training optimieren will,
Der fährt jetzt nicht mit einem Hightech-Rennrad oder so, sondern schnappt sich so eine alte Kiste, ein richtig schönes Stahlmonster und fährt mit dem einfach mal los. Da schafft man sein Training in der Hälfte der Zeit. Ich weiß immer gar nicht, warum mir so ein Quatsch hier einfällt und ich das dann auch noch mache. Und jetzt sogar noch Spaß bei habe, obwohl es super anstrengend ist. Unglaublich. Das stimmt mit mir nicht. Habe mich die ganze Zeit, wieso? Jeder normale Mensch, der ein Fahrrad für 10 Euro kaufen würde, der würde damit zum Bahnhof fahren, weil er mit der S-Bahn unterwegs sein will. Zum Einkaufen. Oder zum Strandbad oder so. Aber nö, ich muss ja gleich eine 100 Kilometer Tour draus machen. Wieso? Alles nur, weil meine Neugier mich rumtreibt, rauszufinden, man auch mit einem Billigfahrrad einfach mal eine richtig große Tour machen kann. Hey. Hoffentlich fallen nicht noch irgendwelche anderen komischen Sachen ein. Oh, was habe ich nur angerichtet? Was ist nur mit meinem Kopf los? Kaum spreche ich es aus, dass mir wieder irgendwelche blöde Ideen einfallen, beziehungsweise dass mir bloß nicht blöde Ideen einfallen, schon schießen mir Hunderte durch den Kopf. Eine dümmer als die andere. Und innerlich denke ich mir, boah, könnte man ja mal probieren. Warum? Schreibt doch mal in die Kommentare, ob das nur so eine Männermacke ist oder ob es auch Frauen gibt, die so ticken. Würde mich mal total interessieren. War die Tour bequem? Nein. War es schnell? Nein. Aber es hat mir gezeigt, du brauchst kein teures Equipment, um etwas Großes zu schaffen. Du brauchst nur Lust, loszulegen. Und ein bisschen Wahnsinn. Ich hab's geschafft. Ich bin 100 Kilometer mit dem alten Fahrrad gefahren. Jetzt haben wir aber beide erstmal eine Wartung nötig und machen Feierabend. Falls euch mehr von Fahrradfahren im Alltag interessiert, abonniert gerne meinen Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Ciao, euer Manuel.